Willkommen zum Demonstrationsvideo für das Tutorial MFC 101 Programmierung für das Xfx 3. Das Step-by-Step-Tutorial kannst du als deutschsprachiges oder englischsprachiges PDF-File über den Link in der Videobeschreibung downloaden. Über die Back-Up-Down-Tasten kannst du beliebige Xfx 3 Presets anwählen, die du vorher einprogrammiert hast. Aktuell sind wir in Preset 8. Tutorial 8 heißt das Ganze. Man sieht es auf der MFC und man sieht es auch im Xfx 3. Mit der Up- und Down-Taste kann ich nun verschiedene Presets, bis zu 48 Stück, bei einer Bank-Size von 8 anwählen. Jetzt sind wir in Preset 1. Preset 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jede MFC 101 Bank hat 8 Presets, die als Szenenschalter funktionieren. Aktuell sind wir in Szene 1. Man beachtet das Display im Xfx 3. Wir gehen auf Szene 2, auf Szene 3, auf Szene 4, auf Szene 5, auf Szene 6, 7 und 8. Du kannst in jeder Szene alle 17 IA-Switche nutzen. Das führe ich jetzt mal vor. Ich gehe dazu in Reveal. Damit werden auch die ersten 8 IA-Switche auf der MFC sichtbar. Im Xfx 3 habe ich jetzt das Layout so eingestellt, dass man alle Blöcke gut sehen kann. Nun schalten wir die einzelnen Effekte ein. Tremolo, Chorus, Phaser, Flanger, Rotary, Delay 2, Delay 1, Shimmer, ein Boost, ein Drive, ein Pack, ein Pitch, ein Reverb, ein Kompressor. Man kann auch Channels damit switchen und nicht nur Bypass-Status an- oder ausschalten. Ich habe hier den Schalter 7 zum Beispiel als Channel A-B-Switch für die Delays programmiert. Beobachtet das Xfx 3 Display. Wir schalten von A auf B um. Okay. Des Weiteren haben wir hier noch einen Tab-Schalter, um einen Tempo-Tab einzustellen. Okay. Wir gehen zurück in die Layout-Ansicht. Jetzt schalten wir mal auf die Szene Nummer 2. Wie wir sehen, ist alles synchron. Auf der MFC sind alle IA-Switche aus. Auch im Reveal ist alles aus. Und im Xfx ist auch nur M-Block und Cap-Block an. Jetzt nehmen wir einmal an, wir wollten ein cleanes Preset gestalten. Das wollen wir einmal mit Chorus und einmal mit Reverb. Die External Switche 1 bis 4 habe ich so eingestellt, dass damit der AMP1 Block die Channel switcht. Channel A, B, C, D. Du kannst es auf dem Xfx 3 links oben im Block sehen. D, C, B, A. Nehmen wir an, auf A wäre mein Clean-Kanal. Dann speichere ich jetzt diese Szene 2 als Clean-Kanal Szene 2 ab. Jetzt gehen wir auf Szene 3. In Szene 3 nehmen wir an, wir wollten ein High-Gain-Amp haben. Dazu nehmen wir zum Beispiel den Channel D im Amp-Block. Dann wollen wir noch einen Drive haben und vielleicht noch ein Delay. Und das Delay wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen lauter machen. Dazu habe ich einen Volumenblock. Jetzt speichern wir das Ganze wieder ab. Und wir speichern auch das Preset auf dem Xfx 3, um die Synchronizität auch bei Preset-Wechseln zu gewährleisten. Gut, um das Ganze zu demonstrieren, wechseln wir jetzt noch mal kurz das Preset von 4 auf 5 auf 6 auf 7 auf 8 und in dem hatten wir es, glaube ich, programmiert.
Wir gehen rein. Hier haben wir unsere Szene 2, unseren Clean-Kanal und unsere Szene 3 mit den verzerrten Sounds. Also wie man sieht, es ist alles gespeichert und die Blöcke und die LED-Leuchten auf der MFC bzw. im XFX 3 sind synchron. Was kann man noch machen? Wir könnten zum Beispiel den Kompressor-Switch umkonfigurieren in einen Tuner-Switch. Das ist ganz einfach. Dazu schauen wir uns einfach an, auf welchem CC der Tuner eingestellt ist im XFX 3. Hier sehen wir, der Tuner ist auf dem CC, also auf dem Control Change Nummer 120 eingestellt. Diesen benötigen wir jetzt hier auf unserem Switch, den wir zum Tuner umkonfigurieren wollen. Also Kompressor weg, Tuner hin. Dazu gehen wir in Edit, MIDI und suchen unsere generischen EA-Switch. Das sind die XFX-Switche, die können wir nicht mehr nutzen mit dem XFX 3. Und hier sind die generischen. Also wähle ich jetzt hier die Nummer 16 an und schalte den CC auf 120. Nun ist das hier ein Tuner-Switch. Wir schalten also auf den Tuner. Tuner an, Tuner aus. Funktioniert. Dies alles und noch viel mehr, wie gesagt, kannst du in dem englischsprachigen und deutschsprachigen PDF, was ich für euch geschrieben habe, downloaden als Anleitung, um es selber nachzubauen oder auch natürlich die EA-Switche nach Gusto zu konfigurieren. Das alles findest du in dem Link unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Danke und tschüss.